Hallo Freunde, hier euer Bora aus Playa del Carmen. Ich stehe hier vor unserer Unterkunft, das ist unser Hof. Und heute zeige ich euch, wie ich seit 2,5 Monaten hier lebe mit Dennis. Und ich gehe jetzt noch hier zum Hundepark und wollte da mal so ein paar Eindrücke aufnehmen und auch die Drohne fliegen lassen. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß im heutigen Video und jetzt folgt erstmal das Intro. So, bevor ich jetzt die Roomtour starte, fange ich mal mit den Aufnahmen hier im Hundepark an. Hier ist ein Halfpipe für die Skater und ich glaube, das ist auch eine super Stelle, um meine Drohne starten zu lassen. Und das werde ich jetzt auch mal tun. Ach ja, Freunde, bevor ich die Drohne starte, falls noch nicht geschehen und falls ihr am Laufenden bleiben wollt, nicht vergessen, abonnieren und falls das Video euch gefällt, bitte liken. Würde mich über jeden Support freuen. Und in den sozialen Medien bin ich auch vertreten bei Instagram und Facebook unter @reisedurstig.de. Freue mich über jeden Support. Und jetzt lassen wir mal die Drohne starten. So, die Aufnahmen mit der Drohne wurden gemacht und ich habe es abgebrochen, denn es gab wieder fast einen Crash. Ihr wisst ja, ich hatte schon mal einen Crash hier, nur zur Erinnerung. Herbie hat danach nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen wollte ich es jetzt auch nicht riskieren. Ich bin jetzt mit dem Dennis und Joker hier im Hundepark. Gehe ein bisschen Gassi. Ich wollte euch schon immer Dennis vorstellen. Dennis, grüß dich. Hi, grüß Bei dich. Dennis wohne ich ja jetzt seit gut 3 Monaten. Der Dennis ist ja schon seit November hier, hat schon früher gut 2-3 Jahre hier gelebt. Und der Dennis hat in Deutschland zuletzt was gehabt. Ich habe ein Reisebüro geführt. Und den musstest du insolvenzbedingt leider schließen, Corona-bedingt. Genau, ich musste Corona-bedingt das Büro leider schließen. Und, Was hat dich jetzt nach Mexiko wieder gezogen? Ja, ich habe halt in Deutschland aktuell absolut gar keine, oder letztes Jahr schon absolut gar keine Perspektive auch gesehen, irgendwie im Tourismusbereich irgendwas zu machen. Und ich habe jetzt die größte Chance hier in Mexiko gesehen, weil ja, ich habe ja hier schon mal gelebt von 2011 bis 2013 und es war eine wirklich ganz tolle Zeit und auch viel zu tun. Und ich als wusste, Travel Guide hast du gearbeitet? als Reiseleiter und Tourguide dann nachher auch. Und ja, hier sind halt eben nicht nur Deutsche, sondern eben Amerikaner und Kanadier. Und da ist immer eigentlich, wenn man möchte, was zu tun hier. Und das war eigentlich, das wusste ich. Was ist deine Planung jetzt? Was machst du? Ich habe ja vorher schon, bevor die Krise losging, Gruppenreisen nach Mexiko geplant, wo ich selber dabei gewesen wäre. Und wäre dann 4-mal im Jahr in Mexiko gewesen. Das wäre super natürlich auch für mich gewesen selber, immer hierher zu kommen, weil das Land einfach für mich hier wie ein Traum, wie im Disneyland hier in Playa del Carmen oder überhaupt hier in Quintana Roo. Alles möglich, tolles Wetter, tolle Strände, super geiler Lifestyle, der mir liegt irgendwo auch, alles sehr locker. Du kannst alles, aber musst natürlich nicht. Oh, Entschuldigung. Nichts passiert. Ja. Aber es gibt Neuigkeiten, Leute. Und zwar, einige wissen es ja, wir wollten eigentlich einen Roadtrip machen. Ich hatte mich auch, der Dennis auch riesig darauf gefreut. Leider müssen wir den Roadtrip verschieben, aber aus einem guten Grund. Dennis?
ich habe einen ganz tollen Jobangebot bekommen, bei einer Incoming-Agentur zu arbeiten, wo man einfach Touren zusammenstellt mit all dem, was man sehen möchte oder sollte in ganz Mexiko. Und das ist eine ganz tolle Chance, eben halt auch das Land noch mal besser kennenzulernen, selber. Und ja, ich arbeite seit 20 Zum 1. Jahren. Juni übrigens. 1. Das ist bald, Juni geht's los. Ich freue mich nach einem Jahr. Eine Woche, ja? Noch, ja, knapp eine Woche. Noch, ein Jahr noch. Den Joker schon trainiert, alleine zu Hause zu bleiben. Funktioniert einwandfrei. Ja, das wird. Also Das wird auf jeden Fall Joker. Es wird auch wieder Zeit, ein Jahr wirklich Eier geschaukelt. Jetzt reicht Ja. Und jetzt muss wieder gearbeitet werden. Ich Ja. freue mich auf die neue Herausforderung. Ja, kann ich mir vorstellen, auf jeden Das Fall. wird super. Wir laufen mal jetzt hier gemütlich im Hundepark weiter, während Joker hier wieder an was rumknabbert. Joker, was gibt's? Wurst? Nee, Holz. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está tu perro? Ah, Tyson. ¿Sí? Anda en la casa, ya salió. ¿Sí? Ya salió. Tyson siempre anda montándose. Tyson quiere con él. Nos vemos. Adiós. Ja, ich hatte wieder recht mit meiner Vermutung, wie das sein wird, einfach, dass er keine Arbeit oder beziehungsweise dass dieser Lockdown halt sich bis, keine Ahnung, bis auf jeden Fall Pfingsten zieht. Das war mir wirklich klar und ich denke mittlerweile und hoffe, dass es auf den Sommer jetzt wieder losgeht mit Reisen und so weiter, weil ich glaube, nicht nur ich, es sind so viele darauf angewiesen, dass ja, wieder einfach gearbeitet werden kann. Und Oh Leute, ich meine, da hat der Dennis vollkommen recht. Ich hatte das Vergnügen, einige Freunde von Dennis hier kennenzulernen, weil er hat ja schon früher hier gelebt und die leiden, also ich kenne jetzt keinen, der nicht darunter leidet. Die meisten arbeiten nicht schon seit 1,5 Jahren, warten bis es endlich wieder richtig losgeht. Jetzt geht es langsam vereinzelt los, aber es ist noch nicht genug. Es gibt teilweise auch Personen, die zurückkehren müssen nach Deutschland, weil sie hier gar nichts mehr haben. Und ja, also Corona hat echt den meisten geschadet. Also ich kenne jetzt keinen, der nicht darunter leidet. Ich hatte ja das Vergnügen, bis jetzt 2,5 Monate hier zu bleiben und zu sehen, wie es das eine oder andere hier abläuft. Aber erzähl mal bitte du, wodurch unterscheidet sich das Leben hier vom Leben in Deutschland? Also zum Beispiel habe ich jetzt letztens festgestellt, ich habe euch ja von Oxo erzählt, das ist sowas wie 7-Eleven, was man hier an jeder Ecke findet. Und ich habe letztens gesehen, wie der Dennis da reingegangen ist und irgendwie die Stromrechnung oder was war's, Wasserrechnung, irgendwas hast du bezahlt. Ja, du musst beide Rechnungen, also Strom und Wasser hier, das ist wie so ein 7-Eleven, wie es der Ja, Bruder sagt. stellt euch vor, ihr Bezahlen. geht jetzt zur Kaufland oder keine Ahnung, irgendwo hin, Edeka und geht an die Kasse und ja, ihr zahlt die Rechnung für den Strom. Ist dasselbe. Ja, das Ding ist halt, du Aber jetzt auch praktisch, wie praktisch. in dem Fall halt auch mal vergessen und später bezahlt, plötzlich geht halt das Licht aus und Internet. Ohne alles ist Vorwarnung. aus. Hatten Und dann wir auch sitzt du im schon. Dunkeln und dann, oh Scheiße, ja, Rechnung nicht bezahlt. Dann schnell zum Oxo und dann dauert es ungefähr so eine Viertelstunde. Ja, und dann hat man aber wieder Strom. ist sehr praktisch, dass man hier kurz um die Ecke rennen kann, auch um 11 Uhr nachts und kurz die Rechnung noch bezahlen kann, um dann noch wieder Strom zu bekommen und Internet zu bekommen und Wasser. Absolut. Ja, so läuft es eben mit Wasser auch, wobei ich sagen muss, Wasser zahlt man 200 Peso, das entspricht ungefähr... Keine 10 Euro. Genau, keine 10 Euro und du kannst so viel Wasser verbrauchen, wie du möchtest, aber klar, verschwenden will ja keiner hier irgendwas, aber Ja, verschwenderisch sind wir hier nicht, ne? die Möglichkeit hast du auch und ich zahle hier für meine Stromrechnung für die letzten 2 Monate habe ich bezahlt 307 Peso. 13 Das sind Euro, so 14 ja, Euro. 15 Euro grob von mir aus. Also für 2 Monate mit Klima, ja, auch natürlich muss ich jetzt viel Klima nutzen, weil es halt einfach sehr schwül ist und heiß. Extrem, ja. Klima läuft Da halt. reichen die Ventilatoren nicht aus. Nee, das schwitzt da wirklich ein Arsch ab. Das ist, steht dann morgens auf und liegt fast wie im Pool. So, ja. Der Dennis wohnt übrigens gut 2-3 Kilometer, nee, 4 Kilometer ungefähr vom Strand weg. Das ist jetzt nicht direkt in Playa. Deswegen sind die Unterkünfte hier teilweise günstiger. Aber er hat einen Pool. Wir haben zwar Probleme mit der Anmeldung, man muss sich da
speziell irgendwo anmelden und das hat bis jetzt leider nicht gut geklappt. Aber rein theoretisch hat Dennis auf jeden Fall einen Pool neben seiner Unterkunft. Für die Unterkunft muss man zahlt reservieren. Dennis umgerechnet 280 Euro, glaube ich. Ja, Umgerechnet, genau. ja. Also ziemlich günstig. Dann, ja, plus dann. Und ich zeige euch nachher am anschließenden kurzen Roomtour, dass es gar nicht klein ist und so. So, wenn wir mit dem Gassi durch sind, gehen wir kurz nach Hause und dann beginnen wir mit dem Roomtour. Dann könnt ihr mal sehen, wie ich seit 2,5 Monaten hier lebe, beziehungsweise der Dennis hier lebt, auch in Zukunft. Hier kann ich halt wirklich nur abends Aktivitäten ausüben, weil tagsüber ist einfach viel zu heiß. Ja. Und sobald die Sonne untergeht, dann wird es eigentlich angenehm. Aber jetzt hat es die letzten 2 Tage geregnet. Jetzt war es erst ein bisschen schwül, aber jetzt ist das Wetter ehrlich gesagt super geil. Also nicht schwül, aber trotzdem sehr, sehr angenehm halt jetzt. Wir haben 1932 übrigens. Und was ich hier wirklich super cool finde an diesem Hundepark, wenn es überhaupt ein Hundepark ist, ich glaube, das ist mehr so ein Fitnesspark mit Hundepark. Hier haben wir Klimmzugstangen. Der Joker hat verdammt gute Fortschritte gemacht. Wir haben ihn jetzt, beziehungsweise Dennis hat ihn vor knapp über einem Monat adoptiert. Es war wirklich eine sehr gute Entscheidung, weil Joker ist der Hammer, wirklich. Also sehr intelligent. Das glaubt ihr gar nicht. Sehr intelligent, der Kleine. Ja, überall seine Kollegen, seine Hermanos. Ich glaube, hier leben mehr Hunde als Menschen. Also hier siehst du. Ja, mir ist es auch schon aufgefallen. Hier gibt es sehr viele Hunde. Du hast die Vermutung gehabt, besser, Ja, wenn ich hier. damit die Leute zu Hause irgendwie so eine Art Alarmanlage. Früher war das jetzt bei dem ersten Mal, wo ich hier gewohnt habe, haben die Mexikaner eigentlich die Hunde nur gehabt, damit sie Nutztiere Wachhund. halt. Die waren dann wirklich, Nutztiere, die waren dann den ganzen Tag ankettet. Und jetzt mittlerweile muss ich echt feststellen, hier hat jeder ein Haustier, jeder adoptiert, sehr, sehr hundefreundlich. Und also hier wird eher adoptiert wie jetzt irgendwie ein Welpe irgendwie gekauft oder so. Genau. Ja. Das ist echt cool. Also, und hier hat so viele Hunde, echt. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube fast mehr wie Menschen. Ja, das habe ich auch festgestellt. Ja. Das ist echt Hammer. Ne, ist cool. Deswegen gibt es auch hier, es gibt hier diesen Hundepark, aber ich glaube 300 Meter weiter gibt es einen Park nur für Hunde. Also das ist ja jetzt auch hier für die Menschen zum Trainieren. Aber der Joker, der sucht hier, ich zeig's euch mal. Und zwar sucht Joker seinen Herrn. Fein! Joker, hey. Joker. Joker. Ja, So Freunde, es ist dunkel. Ich starte nun mit der Roomtour. Ich zeige euch, wo wir wohnen. Das ist der Zulu. Den ist ein Special Car Kit 2020. Mexiko alles andersrum. Zum Aufschließen. So, willkommen in Dennis Reich. Ja, tut mir leid, dass es ein bisschen unaufgeräumt aussieht hier, aber wie zum Beispiel hier, aber da hat Joker seinen Beitrag geleistet. Ja, kurz eine Tour. Das ist unsere Küche. Wir haben übrigens kein Gas mehr. Müssen wir bestellen. Hier geht es raus. Ich mache mal Licht an. Ja, sieht man jetzt trotzdem nicht so gut. Unsere Terrasse zeige ich euch gerne mal tagsüber. Hier haben wir sogar eine Hängematte. So, gleich mal zumachen, damit unseren belebten Moskitofreunde nicht reinstürmen. Ja, unser Wohnzimmer.
Der Fernseher wird kaum benutzt. Wir haben sogar Playstation. Den haben wir bis jetzt nicht einmal eingeschaltet. Mein Zimmer. Ich habe keine Decke, weil, wie gesagt, es ist sehr warm. Hier habe ich eine Klimaanlage. Hier, Bettbezug wird gerade frisch gewaschen, deswegen sieht es so aus. Hier ist mein Bett. Ja, hier ist mein Schrank und das Zeug, wo ich reinstau. Hier ist Dennis sein Zimmer, das ist jetzt mal Privatsphäre, da gehe ich jetzt nicht rein. Aber ihr könnt euch vorstellen, Dennis sein Zimmer ist ungefähr wie unseres. Bad. Ja, und das war's schon von unserer Roomtour. Die Unterkunft, wie ihr gesehen habt, nicht spektakulär, aber vollkommen ausreichend und zu dem Preis kann man nichts sagen. Ja, es ist leider jetzt dunkler geworden, aber ich habe schon Aufnahmen gemacht von diesem Park. Und schöne Eindrücke und Impressionen erhält ihr jetzt. Viel Spaß!